My namaste to all of you. Namaste an euch alle. Thanks for coming. Und vielen Dank fürs Kommen. Today I would like to share with you something about Samadhi. Heute möchte ich mit euch etwas über Samadhi teilen. The ultimate, you can call as a destination, because Man könnte sagen, das allerhöchste Ziel. or you can call as the ultimate goal of human being. Das höchste Ziel des Menschen. The ultimate evolution of the human being. Die höchste Entwicklungsstufe des Menschen. That is Samadhi. Das ist Samadhi. And to understand this Samadhi, I would like to first just let you know a little bit about the Patanjali. Und dieses Samadhi zu verstehen, möchte ich euch zuvor ein bisschen was über Patanjali erzählen. He's like the father of modern Indian yoga. Ist der Vater des modernen indischen Yogas. That's the other thing, that he born around 2200 years ago. Obwohl vor 2200 Jahren geboren wurde. We don't know when he was here, the exact date. Also wir wissen auch nicht die genauen Daten, als er gelebt hat. But Patanjali Maharishi, you can say, he was a scientist. And he mentioned the yoga just in point to point. Und Patanjali Maharishi war ein Wissenschaftler und er hat das Yoga von Punkt zu Punkt erwähnt. He was here around between 2 or 3 century BCE. Also er war zwischen dem 2. und 3. Jahrhundert nach Christus hier. And most famous, what he mentioned about in yoga, that it was Ashtanga Yoga. You have heard a lot about this, Ashtanga Yoga. Das berühmteste, was er über das Yoga gesagt hat, ist das Ashtanga Yoga. 8 limbs of yoga. Limbs of yoga. Danke. Die 8 Säulen des Yogas. Or 8-fold of yoga, you can also say. What he said, how you just develop yourself. Was hat er gesagt? Wie entwickelst du dich selbst? When you see the tree, suppose an apple tree, Also wenn du einen Baum siehst, angenommen einen Apfelbaum. in season like in October, when the apple is there, Wenn die Äpfel reif sind, im Oktober zum Beispiel, and you find the sweetness there, und du ihre Süße da findest, and if you taste the seed just before the season, you will not find that sweetness. und wenn du aber einen Samen probierst, bevor sie reif sind, dann wirst du keine Süße finden. You cannot say the sweetness comes suddenly in the season. Und man kann nicht sagen, die Süße kommt ganz plötzlich, wenn sie reif sind oder wenn sie Saison haben. Process was there. Da war ein Prozess. Yes, that's the other thing we cannot recognize. Die andere Sache ist, dass wir ihn nicht sehen oder erkennen können. So this is the process, like the gradual process. Das ist also How step by step ein schrittweiser Prozess, you reach to your final destination. wie du Schritt für Schritt an deinem endgültigen Ziel ankommst. So he has mentioned some steps, like 8 folds or 8 limbs. Und er hat ein paar Schritte erwähnt, diese 8 Säulen. Then first is Yam, Und das erste ist Yam, like the moral codes. also die
Because der moralische Code. before going to understand yourself, you have to just make some base. Denn bevor du dich selbst verstehen wirst, musst du eine Grundlage schaffen. And what is in Yams? Und was sagt er darin? First is like ahimsa, non-violence. Gewaltlosigkeit. Non-violence doesn't mean here only related with physical. Und Gewaltlosigkeit bedeutet hier nicht nur in Bezug auf das Körperliche. Non-violence doesn't mean only here that to hate other person physically. Es bedeutet hier nicht, eine andere Person physisch zu hassen. It's happened with all three levels, mansa, vachana, karmana, with through your thought, also through your words, and also with your action. Es passiert auf allen drei Ebenen. In deinen Gedanken, mit deinen Worten und auch durch deine Handlungen. If you hurt through your action, through your words, or through your thought, or if you're thinking negative about somebody else in your mind, or you're saying through your words, or doing with your action, they all are like non-violence. Also wenn du jemanden verletzt, in Gedanken oder mit Worten oder durch eine Handlung, dann This ist das what alles Gewalt. this what we have to work on. Und daran müssen wir arbeiten. Non-violence, not only you have to use against this like a human being, also for all creature. Und diese Gewaltlosigkeit gilt nicht nur für die Menschen, sondern für alle Kreaturen. Also, you have to be very careful with animals. Du musst auch sehr sorgsam sein, Tieren gegenüber. Also with flowers, plants. Und Blumen und Pflanzen gegenüber. No need to necessarily cut it. Es gibt keinen Grund, sie abzuschneiden. So you have to apply this non-violence in totality. Du musst diese Gewaltlosigkeit also vollkommen in Gänze anwenden. Even not to hurt stone. Dass du nicht einmal einen Stein verletzt. You have to be that level of sensitive. So vorsichtig musst du sein. Then other point comes in this moral codes, non-lying. Und dann kommt in diesem moralischen Code noch ein anderer Punkt, und zwar nicht lügen. In Sanskrit we say satya. Satya here means, Und das bedeutet, normally we think that satya means to not lie with others. dass wir, also normalerweise denken wir, dass das bedeutet, dass wir andere nicht anlügen. And whole society focus on that. Und To not lie with others. Und darauf konzentriert sich die gesamte Gesellschaft, dass wir andere nicht anlügen. But that is at very gross level. Aber das ist auf einem sehr grobstofflichen Level. Even if you get success, still that is not going to help you. Und selbst wenn du da erfolgreich bist, dann wird dir das nicht helfen. You know, like a very famous German philosopher, Friedrich Nietzsche. Ein ganz berühmter deutscher Philosoph, Friedrich Nietzsche. He said, human being doesn't want to live without dreams. Er hat gesagt, die Menschen wollen nicht ohne Träume leben. It looks, every single person are looking for the truth. Es sieht so aus, als ob jede einzelne Person nach der Wahrheit sucht. But at the same time, the person doesn't want to live his or her dreams. Aber zur gleichen Zeit möchte die gleiche Person ihre Träume nicht zurücklassen. And with dreams you cannot encounter the truth. Und mit Träumen kannst du die Wahrheit nicht erreichen. You have to find what is this truth in your life, around you.
Du musst herausfinden, was diese Wahrheit in deinem Leben ist, um dich herum. And truth is, which is always there. Und die Wahrheit ist das, was immer da ist. It's not like it comes for short and then disappear. Es ist nicht so, dass sie nur für kurze Zeit da ist und dann verschwindet. And then it goes to the third, they call non-stealing. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, nicht stehlen. Like asatya. In Sanskrit they say asatya. How? In my opinion, normally you think non-stealing to not take things from the others, hiddenly, secretly. Normalerweise denken wir, nicht stehlen bedeutet, dass man nicht heimlich Dinge von anderen nimmt. What I feel, Was ich fühle, whenever you misuse your nature, ist immer, wenn du deine Natur falsch gebrauchst. or whenever you misused and waste whatever you have got from the nature, Immer wenn du das, was du von der Natur bekommen hast, beschimpfst, that is a kind of like you're stealing. das ist eine Art von Stehlen. Like another day I was just talking about breathing, like we got breathing from the nature. Wie ich an einem anderen Tag über die Atmung gesprochen habe. Wir haben die Atmung von der Natur bekommen. It's very limited breathing we have. Und wir haben eine sehr begrenzte Zahl an Atemzügen. And when we waste our breathing for unnecessary thing, Und wenn wir unsere Atmung für unnötige Dinge verschwenden, that is like stealing. dann ist das wie Stehlen. The nature has trusted on you and you are not utilizing properly. Die Natur hat dir dieses Vertrauen geschenkt und du verwendest es nicht dementsprechend oder richtig. More busy on unnecessary things. Maybe it's a gossiping, maybe a thinking, or just anger or jealousy, all this kind of stuff. Du bist mit unnötigen Dingen beschäftigt, wie Schwätzen oder Denken oder Eifersucht oder Wut. And now the fourth comes here. Und dann kommt das vierte. Non-waste of the vital energy. Dass man die vitale Energie, die Lebensenergie nicht verschwendet. Here it means is like in Sanskrit they call the brahmacharya, like the celibacy in English. Das bedeutet hier, if you look from the outside, it looks to not make sex. wenn du es dir erst im Außen anschaust, dann sieht es so aus, als dass es bedeutet, keinen Sex zu haben. And that's the reason most of the religion are against this. Und das ist der Grund dafür, warum die meisten Religionen dagegen sind. But they didn't understand the real value of the real meaning of this. Sie haben aber die wahre Bedeutung dessen nicht verstanden. This is true. There is only one energy. Es stimmt, es gibt nur eine Energie. The same energy either you can waste Und diese Energie kannst du entweder verschwenden or you can pull it up. oder du kannst sie nach oben ziehen. It's totally up to you. Das ist völlig von dir abhängig. When you are aware with this energy, Wenn du dir dieser Energie bewusst bist, in which direction your energy is flowing, in welche Richtung deine Energie fließt, then you will be able to just bring up that energy towards your Sahasrara Chakra. dann wirst du fähig sein, diese Energie bis zu deinem Kronenchakra zu bringen. And then moral course, another point what he said, Und non-possessiveness. ein weiterer Punkt, den er erwähnt, ist nichts besitzen, No greediness. also nicht gierig zu sein. Whenever you go with this idea of I, Immer wenn du die Idee von Ich hast, then mind follow it. dann folgt der Verstand dieser Idee.
Yeah, whenever I is there, then my is also there. My family, my children, my home, my car, my countries. So many my's that follow you. Immer wenn das Ich da ist, dann folgt auch das Mein. Mein Haus, meine Kinder, mein Land, mein Auto. So viele Meins. Then you start holding and possessing all these things around you. Und dann fängst du an diesen Dingen festzuhalten und all diese Dinge um dich herum zu besitzen. And where it's all happening? Und wo geschieht all das? Not as a something with substantial, like I said, mind is not something like substance. Das ist nichts Substanzielles, wie ich gesagt habe. Der Verstand ist keine Substanz. It's more with activities. Es passiert mehr in den Aktivitäten, Which is not real. die nicht wirklich sind. So if you work on these 5 points, then it is easy for you to go one step more inside. Wenn du also an diesen 5 Punkten arbeitest, dann ist es leicht für dich, einen Schritt weiter nach innen zu gehen. Normally people, they start doing yoga and other practice without working on themselves. Und normalerweise beginnen die Leute mit Yoga oder mit anderen Übungen, ohne an sich selbst zu arbeiten. First you have to work also on you. Du musst zuallererst auch an dir arbeiten. Otherwise yoga will be not more than as a simple other exercise. Und andernfalls wird Yoga nichts anderes sein als eine andere einfache Übung. Then second step comes niyam, Und dann kommt der zweite Schritt, Niyam. like the personal conducts, like self-purification. Das bedeutet so etwas wie Selbstreinigung. And in this, he said, Und darüber sagt er, first is purity. zuallererst Reinheit. How can you make yourself pure? Und wie kannst du dich rein machen? If you ask to the society or religion, they will give you 1,000 things, 1,000 moral activities, do this, don't do this, and then you are pure person. Wenn du die Gesellschaft fragst, dann werden sie dir 1000 Dinge und Aktivitäten nennen, die du tun sollst oder nicht tun sollst, um eine reine Person zu werden. They will give you 1,000 belief systems. Und sie werden dir 1000 Glaubenssysteme geben. You can go to temple, donate this, Geh in den Tempel oder spende das, then you are pure. dann bist du rein. No. That is not real purity. Das ist keine wahre Reinheit. That is outside personality. Das gehört zur äußeren Persönlichkeit. Purity here simply means your individuality, your true nature. Reinheit bedeutet hier ganz einfach deine Einzigartigkeit, deine wahre Natur. And you know your nature is always pure. Und deine Natur ist immer rein, Always crystal clear. immer kristallklar. You don't have to make it pure. Du musst sie nicht rein machen. It is not in your hand. Das liegt nicht in deiner Hand. But yes, you made impure through your thoughts, through your mind. Aber ja, du hast sie unrein gemacht durch deine Gedanken und durch So- deinen Verstand. To get rid of medicine, to get rid of one medicine, it doesn't mean that you have to take second medicine to get rid of one medicine. Also, um eine Medizin loszuwerden, bedeutet es nicht, dass du eine andere Medizin nehmen musst. So here you have to just only be aware with your thinking, with your thoughts. Du musst hier einfach nur dir deiner Gedanken, deines Denkens bewusst sein. When there is no thought, you are in the moment, you are already pure there. Und wenn da kein Gedanke ist und du im Moment bist, dann bist du schon rein dort. Then he said about the contentment. Und dann hat er über Zufriedenheit gesprochen, How you can be content. wie du zufrieden sein kannst. If you keep two things in your mind, Wenn du zwei Dinge in deinem Kopf hast, you will be always content. dann wirst du immer zufrieden sein. One, Das eine ist, I have more than enough. ich habe mehr als genug.
One point. Das ist der eine Punkt. I have more than enough. Ich habe mehr als genug. But this idea never comes in us. Diese Idee, die haben wir aber nie. We think just opposite. Oh, I have less. Wir denken genau andersherum und sagen, ich habe zu wenig. I have less love, I have less peace, I have less money, I have less house. Then all we are just comparing like this. Ich habe zu wenig Liebe oder zu wenig Frieden oder zu wenig Geld. Und so vergleichen wir alles. So, one thing, I have more than enough. And second, thy will be done. Die eine Sache ist also, ich habe mehr als genug. Und die zweite Sache ist, dein Wille geschehe. Then you can say, okay, now I am ready for everything. Und dann kannst du sagen, jetzt bin ich bereit für alles. And whatever you have, Und alles, was du hast, accept it. nimm es an. More you live in the moment, more contentment come to you. Je mehr du im Moment lebst, desto mehr Zufriedenheit wirst du empfinden. If you compare about your past and future, the contentment is not possible. Und wenn du mit der Vergangenheit oder der Zukunft vergleichst, dann ist keine Zufriedenheit möglich. Then comes self-study. Und dann kommt das Selbststudium. Again, people think the self-study here means to learning this culture, learning about this knowledge from this person, that person, or just reading this book to that book. Und weder denken die Leute, Selbststudium bedeutet, über diese oder jene Person oder Kultur zu lernen oder von diesem oder jenem Buch zu lernen. You can do. That's not the point. Das kannst du tun. Das ist nicht der Punkt. But self-study here means whatever you are learning or whatever you have learned, at least apply in your life, and then whatever experience comes, that is actually the self-study. Aber Selbststudium bedeutet hier, all das, was du gelernt hast, wende es an in deinem Leben. Und die Erfahrung, die dann kommt, das ist das eigentliche Selbststudium. And if you haven't applied in your life, Und wenn du es noch nicht angewendet hast in deinem Leben, then your mind is not more than as a Google or as a computer who can store anything. dann ist dein Verstand nicht mehr als Google oder ein Computer, der alles speichern kann. So you have to apply. Du musst also anwenden. Then your experience is your self-study. Und dann ist deine Erfahrung dein Selbststudium. Without self-study, you cannot go inside. Und ohne Selbststudium kannst du nicht nach innen gehen. Then comes the surrender. Und dann kommt die Hingabe. To leave everything into nature's hands. Alles den Händen der Natur zu überlassen. But we don't want to leave any single thing to nature. Wir möchten aber keine einzige Sache der Natur überlassen. You want to make responsible for every single thing. Du möchtest für jede einzelne Sache jemanden verantwortlich machen. And unnecessarily you involve yourself in every single activities. Und unnötigerweise bringst du dich in jede einzelne Aktivität mit ein. Then how can you surrender? Wie kannst du dich dann also hingeben? So here we must understand this beauty of this surrenderness. Wir müssen hier also die Schönheit dieser Hingabe verstehen. And then here comes with the discipline. Und dann kommt da Disziplin. Discipline is needed. Disziplin ist nötig. Why we need it? Because people are in deep sleep. Und warum ist sie nötig? Weil die Leute in einem tiefen Schlaf sind. If you are awakened, there's no need to be just go with any discipline. Wenn du erwachst, dann gibt es keinen Grund, irgendwie Disziplin zu üben. But
without discipline, Aber ohne Disziplin you cannot go further step inside. kannst du keinen weiteren Schritt nach innen gehen. Once when you reach, Wenn du einmal ankommst, then there is no rules. dann gibt es keine Regeln. Don't need then anything. Dann brauchst du gar nichts. You're just simply flowing. Du fließt einfach nur. Like when you look the wild river, there is no discipline for the wild river. Wie wenn du dir einen wilden Fluss anschaust. Er braucht keine Disziplin. Then there is a harmony only. Da ist nur Harmonie dann. If you look this whole existence, this universe, you can see how they are. Wenn du dir die ganze Existenz, das Universum anschaust, dann kannst du sehen, wie es ist. They're all living together with deep harmony. Alles lebt in tiefer Harmonie zusammen. And after these two steps, then you enter to asana, to posture. Und nach diesen 2 Schritten, dann gehst du weiter zu Asanas, zu den Positionen. Then yoga is useful. Dann ist Yoga nützlich. Why do we need this posture, this asana? Warum brauchen wir diese Asanas, diese Positionen? In your meditation, Bei deiner the Meditation body is the gross obstacle. ist dein Körper das grobstoffliche Hindernis. Because if you're moving so much with your body, Denn wenn du dich so sehr bewegst mit you deinem cannot Körper, meditate for longer. dann kannst du nicht für länger meditieren. So with practicing yoga, Wenn du also Yoga übst, actually you increase the capacity for sitting for a long time. dann steigerst du dadurch deine Fähigkeit, für längere Zeit zu sitzen. If you want the perfect, or you can say if you want the good effect of this meditation, you must need to at least sit in any posture minimum for 40 minutes. Wenn du einen guten Effekt haben möchtest von einer Meditation, dann musst du in welcher Position auch immer für mindestens 40 Minuten sitzen können. And you can choose any sitting postures according to your body. Und du kannst irgendeine Position wählen, die deinem Körper entspricht. Not according to your teacher or master, or not according to book or according to Buddha. Und nicht so, wie es dein Lehrer oder Meister sagt oder ein Buch oder Buddha. It's not like if Buddha is always sitting in lotus posture, it means you must have to be a practice on that. Das bedeutet nicht, wenn Buddha immer in der Lotusposition sitzt, dass du das auch üben musst. There are so many postures. There are Sukh posture, the Sukh asana, there's a Vajra posture, the Warrior asana, the Cone posture. Es gibt so viele verschiedene Positionen. Also yes, the lotus posture. But find according to your body. Finde also eine, die deinem Körper entspricht. Important is your back, neck and head. It should be with 90-degree angle. Wichtig ist, dass dein Rücken, dein Nacken und dein Kopf im 90-Grad-Winkel sind. And then when you have a mastery on your sitting posture Und wenn du dann ein Meister bist, was deine Sitzposition or on angeht, standing posture, oder auch deine stehende Position, then you go to the fourth state, dann begibst du dich auf die 4. Ebene, the pranayama. das Pranayama. Because if you don't have a mastery, control on your body, then you cannot able to control your mind, your breath. Denn wenn du deinen Körper nicht kontrollieren kannst, wie ein Meister, dann kannst du auch deinen Verstand, deine Atmung nicht kontrollieren. Then you work on breath. Dann arbeitest du an der Atmung, To controlling your prana, your breath. um deine Atmung, dein Prana zu kontrollieren. And when you practice this pranayama, Und wenn du Pranayama übst, then indirectly, somehow, you are working on your mind. dann arbeitest du indirekt an deinem Verstand. You're working on your relaxation. Du
arbeitest an deiner Entspannung You're working on your silence. und an deiner Stille. Then you come to pratyahara. Pratyahara here means when you withdraw all your energy. Und dann kommst du zu Pratyahara und das bedeutet, wenn du all deine Energien nach innen ziehst. Have you tried to think where is your energy is outside? Hast du schon einmal versucht darüber nachzudenken, wo überall im Außen deine Energie ist? Where all your senses are busy. Womit all deine Sinne beschäftigt sind? You just have to withdraw all your senses from outside and bring it back to you. Du musst all deine Sinne aus dem Außen abziehen und zurück zu dir bringen. You have to go beyond the body, because beyond the body there are the senses, and beyond the senses there is a mind. Du musst jenseits des Körpers gehen, denn jenseits des Körpers sind die Sinne und jenseits der Sinne ist der Verstand. And then beyond the mind there is a Seele, the soul. Und jenseits des Verstandes, da ist die Seele. And there is something more beyond that soul you have to find. Und da ist noch etwas jenseits dieser Seele, das du finden musst. And then after this pratyahara, then the step comes, number 6, the number 6 limbs, they call dharana. Und dann nach diesem Pratyahara kommt die 6. Säule. Dharana here means concentration. Und die bedeutet Konzentration. Concentration means when you're focusing at one point. Konzentration bedeutet, wenn du dich auf einen Punkt konzentrierst. It means when you're doing. Das bedeutet, wenn du tust. Normally people think it's meditation. It's not meditation. Normalerweise denken die Leute, das ist Meditation, aber das ist keine Meditation. Meditation is not related with any plan. Meditation is not connected with any kind of doing. Meditation steht nicht in Verbindung mit irgendeinem Plan oder mit irgendeiner Art von Machen. But yes, this is like a ABCD for meditation. Aber ja, es ist wie ein ABCD für die Meditation. After you understand this ABCD, after you go deeper in concentration, then the step comes meditation. Nachdem du das ABC verstanden hast und nachdem dieser Schritt kommt, dann kannst du weiter, tiefer gehen in die Meditation. In that stage, is more happening. Und auf dieser Ebene geschieht mehr. Not doing. Kein Tun. Whatever you are doing, you forgot and you are just flowing in that. Alles, was du tust, das vergisst du und du fließt nur darin. That will become as your meditation. Und das wird zu deiner Meditation werden. If you are cooking and your mind is there, if you're reading book, you are totally there. Wenn du kochst und dein Verstand ist da, oder wenn du ein Buch liest und du völlig dabei bist. When you're walking, you are totally there. Oder wenn du gehst und du völlig da bist. That will become your meditation. Das wird zu deiner Meditation werden. And when you go a little more deeper in meditation, und wenn du ein kleines bisschen tiefer gehst in die Meditation, to minimizing your self-consciousness, und um dein Selbstbewusstsein zu minimieren, then you reach to Samadhi, dann erreichst du Samadhi, super consciousness. das höchste Bewusstsein. But to understand Samadhi, aber um Samadhi zu verstehen, you must have to also understand other points. musst du auch andere Punkte verstehen. Like I said, food doesn't become sweet in one day. Wie ich gesagt habe, eine Frucht wird nicht innerhalb eines Tages süß. So it starts from shunya, from emptiness. Es beginnt bei Shunya, bei Leere. When you practicing all in your spiritual path, wenn du alles übst auf deinem spirituellen Weg, you must have some experience of emptiness. dann musst du Erfahrung haben von Leere.
You don't see anything. Du siehst nichts. You are busy with other activities. You are doing all the action, but as a duty. Du bist beschäftigt mit anderen Aktivitäten und du machst das als Handlung, aber wie als Pflicht. As a drama. Als Drama, als Spiel. You don't have any inner interest. Du hast kein inneres Interesse. You're just simply doing. Du tust einfach. You don't mind. Und es ist dir egal. That is we call the shunya. Das nennen wir Leere. Shunya. Sometimes you find yourself in totally emptiness. Und manchmal findest du dich selbst in völliger Leere. Sometimes you don't find any interest in chit-chatting. Und manchmal hast du überhaupt kein Interesse an Geschwätz. You don't like to go out to meet your friends. Du magst nicht hinausgehen, um deine Freunde zu treffen. And everything start becoming like same. Und alles wird gleich irgendwie. That is emptiness. Das ist Leere. And this after emptiness, then come, you have heard the word Satori. Und dann, nach dieser Leere, kommt Satori. Vielleicht hast du das Wort schon einmal gehört. Satori is just before the Samadhi. Satori ist vor Samadhi. You can call as a glimpse. Du kannst es so als wie so einen kleinen Vorgeschmack Like bezeichnen. seeing lightning in the dark. Wie ein Blitz im Dunkeln. But this Satori means it comes and goes. It is not there forever. Dieses Satori bedeutet aber, es kommt und geht und es ist nicht für immer da. Sometimes you realize you are in another world. Manchmal erkennst du, dass du in einer anderen Welt bist. And then again come back. Und dann kommst du wieder zurück. That is Satori. Das ist Satori. But don't misunderstand that Satori is the Samadhi. Aber verstehe es nicht falsch, dass Satori Samadhi ist. Samadhi when comes, never go back. Wenn Samadhi kommt, dann geht es niemals zurück. Samadhi is here like sun is shining now. Samadhi bedeutet hier so, wie wenn die Sonne jetzt scheint. In Satori, fruit is not ripe. Fruit is there. Bei Satori ist die Frucht noch nicht reif. Die Frucht ist da. But fruit is raw. Aber sie ist noch roh. It has to be ripe. Sie muss reif werden. Like as a human being. Wie als Mensch. Why we are here? We are here to get mature only. Just to get mature. Warum sind wir hier? Um reif zu werden. Nur um reif zu werden. Young, child, old, that is related with the body. Also jung, ein Kind oder alt, das bezieht sich auf den Körper. There is something in you which is far from all this kind of identities. You are young, you are old, you are a child, totally far from this identity. Da gibt es etwas in dir, das völlig entfernt ist von all diesen Identitäten, ob du jung bist oder ein Kind oder alt. And in Samadhi, und bei Samadhi fruit is ready. Ist die Frucht reif. And when fruit is ripe in the tree, und wenn die Frucht reif ist am Baum, then one thing is there, it cannot be there for a longer. Dann ist eine Sache da, nämlich dass sie nicht für länger da sein kann. You know, Ramakrishna, he was a beautiful man. Ramakrishna, ein wunderbarer Mann. He said, neither a tree nor a fruit want to get separated. Und er hat einmal gesagt, weder ein Baum noch eine Frucht möchten getrennt werden. But when fruit is ripe, wenn die Frucht aber reif ist, it automatically gets separated without any pain to each other. Dann werden sie
beide automatisch getrennt, ohne jeden Schmerz, without any pain. ohne jeglichen Schmerz. So when you are mature, Wenn du also reif bist and when you die, und wenn du stirbst, there is no pain. dann gibt es da keinen Schmerz. Pain is only there when you are still not mature. Schmerz ist nur da, wenn du noch nicht reif bist. Still you are busy with your mind. Wenn du immer noch mit deinem Verstand beschäftigt bist. Still you want to finish some work. Wenn du immer noch irgendwelche Aufgaben Still you want to fulfill any expectation or desire. oder wenn du immer noch irgendwelche Erwartungen oder Wünsche erfüllen möchtest. Then journey is continue until you become mature. Dann wird die Reise weitergehen, bis du reif wirst. And like I said before, Und wie ich zuvor gesagt habe, normally after the nirvana, normalerweise nach dem Nirvana, it's not like there is only one, there was very limited Buddha around here. Or only we know about one Buddha or one Jesus or one Krishna, no. es ist nicht so, dass wir nur einen Buddha oder einen Jesus oder einen Krishna kennen oder dass es nur eine begrenzte Anzahl an Buddhas gäbe. What happened actually after the nirvana? Was passiert eigentlich nach dem Nirvana? Nirvana is here means, according to Buddhists, the realization of non-self or emptiness. Nirvana bedeutet hier, also wie es die Buddhisten sagen, die Erkenntnis des Nicht-Selbst. And according to Hindus, Und wie it's es, a realization of union of Atman and Brahman, soul and supreme. und den Hindus nach ist es die Erkenntnis der Einheit von Seele und vom Höchsten. After the nirvana, your body becomes so weak. Nach dem Nirvana wird dein Körper so schwach And because your energy is stronger, und weil deine Energie stärker ist, then you cannot hold your body there for longer. deswegen kannst du deinen Körper nicht für länger halten. And most of the time, they leave their body immediately. Most of the time. Und meistens verlassen sie ihren Körper sofort. And this, what happened here? There are so many Buddha born and died. We didn't know. Und so geschieht es hier. So viele Buddhas werden geboren und sterben. We only know some Buddhas Und wir wissen nichts von ihnen. Wir kennen nur einige Buddhas, who still they stay here out of compassion. die aus Mitgefühl noch hier bleiben. Just because of outer compassion. Nur aufgrund von Mitgefühl. Otherwise, after Nirvana, there is not a single work is left. Und andernfalls ist nach dem Nirvana keine einzige Aufgabe übrig. But to live on this earth, Aber um auf dieser Erde zu leben, they play some trick. spielen sie einen Trick. Then Buddha plays some trick. How? Und wie? Then they create a kind of desire in themselves. Sie erzeugen eine Art von Wunsch in ihnen selbst A kind of attachment in themselves. oder eine Art von Anhaftung. Because with attachment, then you can stay on this earth. Denn mit Anhaftung kannst du auf dieser Erde bleiben. Then gravitational force is working on you. Dann greift die Schwerkraft. Otherwise, when you are detached, Andernfalls, wenn du nicht then anhaftest, immediately gravitational force stop working on you. dann hört die Schwerkraft auf, bei dir zu funktionieren. And soul immediately leave your body. Und deswegen verlässt du sofort deinen Körper. Like if you look at Muhammad, he was fond of this perfume. Wenn du dir Mohammed anschaust, He was attached with this perfume. hat so sehr an Düften angehaftet. Even Ramakrishna himself, he was attached of so much about the food. Und Ramakrishna hat so sehr an Essen angehaftet. There is a very beautiful story about Ramakrishna and his wife. Es
Es gibt eine ganz schöne Geschichte über Ramakrishna und seine Frau. Ramakrishna was used to do so satsang in the evening. Ramakrishna hat für gewöhnlich auch abends Satsang gegeben. And every day, just in the middle of satsang, he just reached to kitchen and asked to his wife, "What are you cooking?" Und jeden Tag in der Mitte des Satsangs ist er in die Küche gegangen und hat seine Frau gefragt, was kochst du? Wife said, "What are you doing? You are a god for all students and they are watching it, and you left satsang in the middle and come and asking about food." Und die Frau hat gesagt, was tust du? Du bist wie ein Gott für deine Schüler und sie hören dir alle zu und du gehst einfach und fragst nach dem Essen. You should not do this. Du solltest das nicht tun. And what he said to his wife, Und was hat er zu seiner Frau gesagt? when you come with this food in front of me Wenn du dieses Essen vor mich hinstellst and I don't look that food at all, und ich schaue es nicht mehr an, then it means I'm going to die in 3 days. dann bedeutet das, dass ich in 3 Tagen sterben werde. And then just later on, after 8 years, Und dann, nach 8 Jahren, one day she cooked tasty food hat sie eines Tages ein ganz leckeres Essen and she gekocht. brought to Ramakrishna Und sie hat es ihm gebracht and he didn't look it. und er hat es nicht angeschaut. Then she realized and she started crying Und sie hat das erkannt und angefangen zu weinen, that he's going to die. weil er sterben wird. And after exactly that 2 days, on this 3rd day, he left his body. Und am 3. Tag hat er seinen Körper verlassen. So somehow, out of compassion, when they want to do something to help others, they create kind of attachment, they create kind of desire in themselves in order to stay here on this earth. Also aus Mitgefühl, um anderen zu helfen, erzeugen sie eine Art Anhaftung oder einen Wunsch in ihnen selbst, um auf dieser Erde zu bleiben. Now the Samadhi. Und jetzt Samadhi. What Patanjali say about this? Was sagt Patanjali darüber? It's a state of being Es ist totally awareness of your present moment. ein Zustand des Seins, in dem du völlig deines gegenwärtigen Moments bewusst bist. You can divide Samadhi in 2 parts. Du kannst Samadhi in 2 Teile aufteilen. One is Sampragya Samadhi, is a very Sanskrit word. You can also call this Sabij Samadhi, and you can also call Savrika Samadhi. It means Samadhi with object. Das bedeutet Samadhi mit Objekt. It means Samadhi with reminders. Das bedeutet Samadhi mit Erinnerungen. And what happened in this Samadhi? Und was passiert bei diesem Samadhi? Subject is there, object is there, Das Subjekt ist da und das Objekt ist da. and meditation is there. Und Meditation ist da. 3 things are still there. 3 Dinge sind noch da. In this Sampragya Samadhi Bei diesem Samadhi, is based on duality. das basiert auf Dualität. In this Sampragya Samadhi, ego is still there. Da ist das Ego noch da. Because in this Samadhi, in this meditation, you are focusing on some object outside. Weil du dich in diesem Samadhi, in dieser Meditation auf ein Objekt im Außen konzentrierst. For example, if you made some jewelries with a gold, Also zum Beispiel, wenn du einen Goldschmuck gemacht hast. you can call as a bracelet, you can call as a ring, you can call as a chain. Ja, du kannst es Armkettchen nennen oder Ring oder Kette. That we call here the Sampragyat. Why? Because still you are recognizing that
jewelry not as a gold, you recognize it as a chain or as a ring. The two are there, dualities are there. Nennen wir noch diese Art von Samadhi, weil du das Gold nicht als Gold erkennst, sondern immer noch als Kette oder als Ring. And just next step after this, und der nächste Schritt danach, then come asampragya samadhi, nirbij samadhi, nirvikalp samadhi, means meditation, samadhi without object. Und das bedeutet Meditation, Samadhi ohne Objekt. Without any reminder. Ohne irgendeine Erinnerung. Then here is not subject and object or meditation all different. Then it becomes one. Then meditation is there. Flowing is there. Und da gibt es kein Subjekt und Objekt mehr. Alles wird eins. Die Meditation ist da und Fließen ist da. It is based on non-duality. Und es basiert auf everything is one. Auf Nicht-Dualität. Alles ist eins. Then you are not focusing on different kind of jewelry. You focusing on gold. Okay, this is gold. Dann konzentrierst du dich nicht auf verschiedene Arten von Schmuck, sondern du konzentrierst dich auf Gold. Das ist Gold. And the most important thing happen in this stage. Ego is not there. Und das Allerwichtigste, das in diesem Zustand passiert, das Ego ist nicht da. When ego is not there, then you become one. Wenn das Ego nicht da ist, dann wirst du eines. In your spiritual journey, Auf it deiner is very spirituellen Reise important to understand ist es ganz wichtig zu verstehen, that where you stand. wo du stehst. That will help you to work more on that. Das wird dir helfen, mehr daran zu arbeiten. Now here, Patanjali has divided the first Samadhi, Samadhi with Sampragya Samadhi, Und Patanjali hat hier das erste Samadhi aufgeteilt in 4 types. in 4 Typen. Yes, it's not easy. Ja, es ist nicht leicht. First is Savitak Samadhi. Das ist das erste. It's all Sanskrit word. You don't find exactly, the same in English. Ja, das alles sind Sanskrit-Worte und es gibt keine genau gleiche Bedeutung auf Englisch. When your chit means your mind, when your mind is concentrating Wenn dein Chit, und Chit bedeutet dein Verstand, on gross object of meditation, wenn sich der auf ein grobstoffliches Objekt he's der talking about Meditation- first category where you are meditating, focusing on outside. der Meditation konzentriert. Und er spricht eben über diese erste Kategorie, wo du dich auf etwas im Außen konzentrierst. When you are focusing on outside object, like Wenn du dich auf ein äußeres Objekt konzentrierst, flame of light, wie zum Beispiel eine Flamme like tip of your nose, oder deine Nasenspitze or image of any deity, oder irgendein Bild, then it means you are in this first category. dann bedeutet es, dass du in dieser ersten Kategorie And when bist. this idea disappear, the idea of thought disappear, Und wenn diese Idee, die Idee des Gedankens verschwindet, then it converts into dann verwandelt es sich just Vitak Samadhi. in Vitak Samadhi. It doesn't mean these things will disappear in front of you. Das bedeutet nicht, dass diese Dinge vor dir Candle will be verschwinden. still there, nose will be still there. Die Kerze wird immer noch da sein, die Nase wird auch da sein. But now they are not disturbing you. Jetzt stören sie dich aber nicht. Sometimes you have seen things are disturbing you, or you are focusing on that. Manchmal hast du gesehen, dass dich Dinge stören oder dass du dich darauf konzentrierst. So here they don't disturb. Hier stören sie dich also nicht. But what is Vitak here? Vitak is like argument.
Aber was bedeutet Vitark hier? Das ist wie Argument. Here they have divided like logic, argument and sophism. Und hier haben sie nochmal aufgeteilt, die Logik, also sprich Argument und Sophismus. Logic, all science are based on logic. Alle Wissenschaften basieren auf Logik. Logic has a quality. It can also stay this side and also other side. Logik hat die Qualität, dass sie entweder auf dieser Seite sein kann oder auf der anderen. You believe in God, you can find 1000 logic. Wenn du an Gott glaubst, kannst du 1000 logische And when you Erklärungen don't dafür believe finden. in God, you can also find 1000 logic about that. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann kannst du auch 1000 verschiedene Erklärungen dafür finden. There's no way to come out from this. Da gibt es keinen Weg, da herauszukommen. But there is also one we call the argument. When it's healthy argument, Aber es gibt auch etwas, das wir Argument nennen. Und wenn es ein gesundes Argument ist, then it's only possible when you want to find something, some truth. dann ist das nur möglich, wenn du etwas Wahres finden möchtest. That is helpful. Das hilft dir. This you cannot fight, or this you cannot express both sides. You have to be on one side. Das kannst du weder bekämpfen noch ausdrücken. Also es gibt nicht diese zwei Seiten. Du musst auf einer Seite sein. But there is another argument which is not healthier, false argument. It's called sophism, Es gibt kutark. aber auch ein anderes Argument, das nicht gesund ist, ein falsches Argument. Und Maybe you have seen some people are unnecessarily arguing. das heißt Kurtak. Und vielleicht hast du schon einmal Leute gesehen, die unnötigerweise streiten oder argumentieren. It looks clever but totally false. Es sieht schlau aus, ist aber völlig falsch. Person only want to win somehow. Die Person möchte nur irgendwie gewinnen. For example, if you say that God is love, Wenn du zum Beispiel sagst, Gott ist Liebe. and another statement you say love is blind. Und in einer anderen Aussage sagst du, Liebe ist blind. Now then you can say, oh, when God is love and love is blind, it means God is blind. Und jetzt kannst du sagen, wenn Gott Liebe ist und Liebe ist blind, bedeutet das, dass Gott blind ist. And you can keep continue just unnecessarily argue on this, and there's no result for this Und kutark. dann kannst du weitermachen, unnötigerweise dahingehend zu argumentieren und da wirst du auf kein Ergebnis kommen. So healthy argument helps you, Gesundes Argument hilft dir, but also, not the sophism. aber nicht dieses. Then the second comes savichar samadhi. Samadhi here when your chit, when your mind is concentrating upon the subtle object of this meditation. Und dann kommt das Zweite, wenn sich dein Chit, dein Verstand auf das feinstoffliche Objekt dieser Meditation konzentriert. When you are not focusing on outside for meditation, now you are focusing more inside, which is more closer to you, like breathing. Jetzt konzentrierst du dich nicht auf etwas im Außen für deine Meditation, sondern auf etwas im Innen, was näher ist. Like chakras, Wie die Atmung oder die Chakras. concentrating on the nadis. Oder du konzentrierst dich auf die Nadis, On the senses. auf die Sinne. Most of the time, there is, maybe you have heard about Vipassana, they are more focusing on this. So, this we call the savichar, means something is there, the thought is there. So, und das nennen wir Savichar. Das bedeutet, es ist etwas da, der Gedanke ist da. This is all the part of the mind. Und all das sind Teile des Verstandes. And when this vichar, this thought gone, Und wenn dieser Vichar, dieser Gedanke weg ist, then you enter into the next stage of nirvichar, means no thought. und dann kommst du auf die nächste Ebene, nämlich Nirvichar, kein Gedanke. Then third is come with anand,
nugat. Und auf dieser dritten Ebene kommt, When Chit is concentrating also wenn das Zielt, der Verstand, sich konzentriert on more subtler auf object etwas, of this meditation, auf ein noch feinstofflicheres Objekt dieser Meditation. now you're not focusing on outside gross, now you're not focusing on your inside, now you're a little bit more deeper, your bliss, Jetzt konzentrierst du dich your nicht ananda. auf etwas Grobstoffliches im Außen und auch nicht auf etwas Feinstoffliches im Inneren, sondern auf deine Seligkeit, auf dein Ananda. You're simply enjoying, you don't know why, but you're simply enjoying. Du genießt einfach. Du weißt nicht warum, aber du genießt einfach. You're not enjoying focusing on outside, you're not enjoying focusing on your breathing, you're just simply flowing. That is ananda. Du genießt einfach, du konzentrierst dich nicht auf das Außen, du konzentrierst dich nicht auf deine Atmung, sondern du genießt einfach. Das ist Ananda. But still bliss is there. Something is still there. Some object is still there. Und trotzdem ist da noch, oder da ist immer noch die Seligkeit, da ist immer noch ein Objekt da. And more subtler, Und wenn du noch weiter ins Feinstoffliche gehst, but still is there. also du bist zwar weiter ins Feinstoffliche gegangen, aber es ist immer noch da. When you are just there, it's ananda, it's non-ananda, doesn't matter. Und wenn du einfach nur da bist, ist es, ob es Ananda ist oder nicht Ananda, das ist egal. Or when you go beyond this Oder wenn bliss, ananda, du über diese Seligkeit hinausgehst, then you come to the nir-ananda, nugat. kommst du zum Nir-Ananda. Then the last fourth he said about the first category, asamita, nugat. Praktisch das vierte in dieser ersten Kategorie. This is your concentration more here on your feeling. Du konzentrierst dich da mehr auf deine Gefühle. Asmita, ego, the ultimate. Because if you are meditating on any object, Das Ego, das Höchste. at the end one thing is left, you cannot ignore yourself, still you are there. Wenn du auf irgendein Objekt hin meditierst, kannst du zum Schluss hin eines nicht ignorieren. Du selbst bist da. When you come out from this I-ness, Und wenn du aus diesem Ich-Sein herauskommst, then nir-asamita comes. dann kommt dieses Nir-Asamita. So it's a step, it's a process, gradually. Das You ist, go from one by one to top. das ist also ein schrittweiser Prozess und du gehst Schritt für Schritt. How you can go? From now you're focusing on gross, then you are subtle, focusing on subtle, then subtler, and then more in your feeling, your I-ness, and somehow when you reach there, going beyond, then you go to ultimate samadhi. Wie kannst du da hingehen? Du konzentrierst dich auf das Grobstoffliche und dann auf das Feinstoffliche und dann auf das noch Feinstofflichere und so weiter, bis du zum Samadhi kommst. The ultimate silence, Die allerhöchste Stille, which is there, die da ist, with all kind of your functioning. mit all deinen Arten von Funktionen. All the human functions. Like when Buddha after enlightened, he was eating food, he was walking. Also all die menschlichen Funktionen sind noch da. Buddha hat nach seiner Erleuchtung auch gegessen. All activities were totally they are the same as it is. Und ist gegangen. All die Aktivitäten waren noch genau gleich. It's not like after Nirvana he said, now I don't have to do anything. Es
Es ist nicht so, dass man nach dem Nirvana sagt, jetzt muss ich gar nichts mehr tun. But somewhere deep in him, the silence was there. Aber irgendwo tief in ihm war die Stille. That is Samadhi. Das ist Samadhi. Where you become one. Da, wo du eins wirst. 100% non-duality. Zu 100% keine Dualität. Which is the ultimate goal of human being. Was das allerhöchste Ziel des Menschen ist. Danke.